Hallo liebe Leserfreunde, schön, dass ihr dabei seid. Da mich schon einige von euch danach gefragt haben, freue ich mich besonders, dass ich den Rotari-Roller von Sculpfun testen darf. Den Anfang mache ich mit dem Lieferumfang. Damit ihr sehen könnt, was dabei ist, habe ich für euch einen kleinen Zusammenschnitt gemacht. Als erstes packen wir 4 Winkel zur Erhöhung des Lasergestells aus. Sie sind ziemlich massiv und in 4 verschiedenen Höhen anbringbar. Toll finde ich das Doppelpack-Anschlusskabel. Diesmal keine Mehrfachreserve, sondern das erste für den Sculpfun und das zweite ist mit einem passenden Anschluss für andere Laser gedacht. Schrauben inklusive Imbus, ein paar praktische selbstklebende Rutschunterlagen und prima ein flexibles Maßband, um den Umfang messen zu können. Jetzt noch der Rotari-Roller selbst. Der Rotari besteht aus 2 Walzen, die über einen Zahnriemen von einem Schrittmotor angetrieben werden. Dieser wird im Tausch für den Motor am Laser angeschlossen, der die Y-Achse betreibt. Auf den Walzen ist eine Gummierung. Dadurch haften die zu lasernden Objekte und lassen sich bei der Rotation mittransportieren. Ich finde, durch das edle Schwarz-Chrom-Design ist das Teil irgendwie richtig schick. Auch ist es nicht so klobig und bis auf die Stellschrauben, Anfassköpfe und die Zahnriemen wurde auf Plastik verzichtet. Aber vor allem ist es dadurch ziemlich massiv und wie erwartet sehr sauber verarbeitet. An den beiden Seiten eine Skala mit der Weite von 10 mm bis 60 mm. Mit den Stellschrauben kann man den Riemen spannen und die Walzenabstände passgenau verändern, so dass Objekte mit ganz unterschiedlichen Radien zu lasern sind. Meine Sorge war, beim Laservorgang die Walzen zu zerstören. Aber da die Y-Achse untauglich gemacht wird, kann der Laser sich ja nur auf der X-Achse bewegen. Und solange der Laserstrahl zwischen den Walzen bleibt, kann gar nichts passieren. Dem Laser Beine machen. Zunächst werden alle Kabel vom Strom getrennt und wir können den Laser aus seinem Enclosure holen. Auch wenn es eigentlich selbsterklärend ist, zeige ich euch hier die Anbringung der Beine. Ich habe an meinem Laser eine Schleppkette angebracht mit einem eigenen Halter. Wer dieses ähnlich gemacht hat, fragt sich vielleicht, ob das passt. Die Winkel einfach anlegen und mit den beigelegten Schrauben verschrauben. Um die Höhe der Beine noch nicht ganz auszunutzen, nehmen wir hier das erste Loch. Auf der Seite meiner Schleppkette lösen wir den Halter. Und entfernen die immer noch sehr langen Schrauben. Den Halter vorsichtig entfernen und erstmal beiseite legen. Das Winkelbein anlegen und mit den beigelegten Schrauben an das Bein des Lasers schrauben. Und mit Hilfe des Imbus festziehen. Wie man gut sehen kann, bleiben die Löcher für die Schleppkettenhalter frei. Dieser kann nun wieder eingesetzt werden und auf dem Bein mit dem Laser zusammen verschraubt werden. Benötigt man eine andere Höheneinstellung der Beine, kollidiert der Schleppkettenhalter nicht mit der Verlängerung. Jetzt noch die langen Schrauben wieder einsetzen und festschrauben. Die Schleppkette hängt ein wenig durch und könnte noch eine leichte Unterstützung vertragen. Ich werde mir dafür den Halter duplizieren und ebenso am Rahmen hinten für das andere Ende der Kette anbringen. Die beiden Halter dann mit einer Leiste verbinden, auf der die Schleppkette verweilen kann. Die Winkel haben eine Länge von 15 cm. Bei einem gewählten ersten Loch hat der Laser nun eine Erhöhung ab Unterkante der vorhandenen Beine von 8,5 cm. Jedes weitere Loch hat einen Abstand von 1,5 cm. Der Laser ist zurück in seiner Garage. Für den Rotari habe ich mein Lochblech entfernt und mein Raster eingelegt. Ich denke, es hilft mir, den Rotari auszurichten. Beim Einlegen positionieren wir ihn so, dass der Motor nach links zeigt. Der Anschluss.
Die Anschlusskabel sind auf dem kleinen Label mit A und B gekennzeichnet. Für meinen Scalpi brauche ich die Variante A. Für den Anschluss wird das Datenkabel am Schrittmotor für die Y-Achse abgezogen. Bei mir ist der Stecker leicht versteckt unter dem Schlauch des R-Assists. Jetzt wird der Motor nicht mehr weiter die Befehle in Richtung der Y-Achse ausführen. Aber damit diese nun auf den Rotary-Roller übertragen werden, verbinden wir den abgezogenen Stecker mit der passenden Seite des Rotary-Anschlusskabels. Jetzt noch die andere Seite in den Rotary einstecken. Fertig. Das Kabel hinten kann hängen bleiben. Da in diese Richtung ja nun nichts mehr fahren kann, stört es auch nicht. Für normale Trinkgläser ist das erste Loch der Beinwinkel als Höhe gut ausreichend. Die Glasgravur. Den Rotary-Roller habe ich auf meinem Raster parallel zum Laser ausgerichtet. Als erstes stelle ich mir die Höhe des Lasers ein. Ich lege das Abstandsstück dafür auf den höchsten Punkt des Glases und senke den Laserkopf mit den Stellschrauben passend dafür ab. Mein Trinkglas habe ich, wie soll es anders sein, in einem praktischen Spar-Mehrfachpaket in einem Möbelgeschäft gekauft. Ich habe es ausgewählt, weil es für meinen ersten Test schön gerade und nicht konisch ist. Beim Farbauftrag habe ich mich für meinen Kreidemarker entschieden, auch wenn ich in meinem Glastestvideo ein paar kleine Absplitterungen hatte. Vielleicht hatte er aber auch nur einen schlechten Tag. Mit dem Maßband habe ich mir den Umfang und die Höhe abgemessen, um zu sehen, wo und wie ich mein Motiv platzieren möchte. Auf meinem Glas habe ich dann mit dem Marker eine große rechteckige Fläche passend der Maße des Motivs versehen. Und um Leseobjekte ausrichten zu können, hatte ich mir in einem günstigen Baumarkt eine süße kleine Taschenwasserwaage gekauft. Ob es Sinn macht, weiß ich nicht. Ich hatte von blinden Stellen auf der Rückseite des Glases gelesen, deshalb habe ich mir vorsichtshalber ein Küchenpapier leicht angefeuchtet und im Bereich der Motivrückseite in das Glas eingelegt. Ich tausche das Glas auf dem Rotary und rücke das Raster auf seine Startposition und richte noch etwas aus. Den Ausgangspunkt möchte ich beim Motiv in Lightburn oben links und starten von der aktuellen Position. Bei der Ausrichtung des Motivs sollte man aufpassen, dass es liegen muss, wenn es hochkant auf das Glas graviert werden soll. Mit der süßen Wasserwaage kann man jetzt prüfen, ob das Glas in Waage liegt. Was bei meinem Glas natürlich klar ist. Nun die Stecker wieder mit Strom versorgen und Lightburn starten. Obwohl ich mich sonst immer freue, ist hier ausnahmsweise mal das automatische Homing nicht von Vorteil, da er seine Endschalter in Y-Richtung natürlich vergebens sucht. Also schnell nochmal neu ausrichten. Ich teste den Bereich mit einer kleinen Leerrahmenfahrt und starte den Auftrag. Position links oben von der aktuellen Position.
Der Auftrag ist fertig. Der Laser hat das Motiv auf das Glas übertragen und man sieht deutlich, dass der Roller artig geholfen hat, das Motiv perfekt, nicht nur horizontal, sondern auch vertikal auf das Glas zu bringen. Aber das Ergebnis vom Kreidemarker ist fleckig und unsauber, wenn auch die Kanten scharf sind. Test 2: Ein neues Glas mit Acrylfarbe auf Wasserbasis. Ich setze wieder mein Küchenpapier ein, richte das Glas auf dem Rotari aus und starte den Auftrag erneut. Und damit es nicht langweilig wird, lasse ich es diesmal etwas schneller abspielen. Beim Leuchten durch die abgetragene Farbe kann man schön sehen, wie der Laser auf der horizontalen nur durch die Drehbewegung des Rotari die Farbe vom Motiv abträgt. Der Laser hat den Auftrag beendet und die Gravur ist fertig. Das Motiv fällt diesmal gleichmäßig und sauber aus. Irgendwelche besonderen oder außergewöhnlichen Gravurspuren von der Drehung fallen mir nicht auf. Auf meinem Küchenpapier hat der Laser keine Spuren hinterlassen. Ich nehme an, dann war es nur zur Zierde da drin und hatte keinen Nutzen. Unter fließend Wasser lässt sich die Kreide und das Acryl ganz einfach von den Gläsern spüren. Der Kreidemarker hat mich sehr enttäuscht. Die Gravur ist leider so unschön, dass sie sich noch nicht einmal richtig filmen lassen mag. Aber nun zu meinem Highlight. Ich bin begeistert. Der kleine Dragon Cut auf meinem Glas. Die Gravur ist so toll, gleichmäßig sauber mit scharfen Kanten. Der Geruch einer Acrylfarbglasgravur hält sich in Grenzen. Meine Parameter habe ich im Gegensatz zu meinem einfachen Bilderrahmenglas von meinem letzten Glastestvideo etwas erhöht und bin bei 900 mm pro Minute mit 80% und einem Durchgang gefahren. Naja, und wie heißt es so schön? Echte Drachen trinken Feuerwasser. Spirale. Um mal zu sehen, wie er sowas abarbeitet, habe ich mir einen kleinen runden Holzstab, etwas dünner als ein Bleistift, genommen und den Rotari-Roller mit den Stellschrauben an die Breite des Holzstäbchens angepasst. Die Seitenschrauben dafür leicht lösen und die Walzen zusammenschieben. Und über die zweite Stellschraube auf der linken Seite den Riemen etwas nachspannen. Der Holzpin fällt nun nicht mehr durch. Da der Pin wirklich klein ist, habe ich für die richtige Höhe den Rotari etwas erhöht und mit der Feuerfunktion lieber zusätzlich noch die Parallele zur X-Achse getestet. Mit der Rahmenfahrt konnte ich dann zusätzlich noch den Anfangspunkt und den Endpunkt erkennen. Den Auftrag habe ich wieder mit der Ausrichtung links oben und das Starten von der aktuellen Position gestartet. Im Grunde macht er nichts anderes, als einfach nur rund um den Pin zu gravieren und erzeugt dabei eine Spirale mit unterschiedlichen Abständen. Ich möchte gerne sehen, wie genau der Roller arbeitet, sehen, ob die Abstände gleichmäßig sind und schauen, wie man das in Lightburn umsetzen muss. Der fertige Pin sieht lustigerweise aus, als hätte man einen Faden um ihn gewickelt. Das Ergebnis? Die Abstände sind gleichmäßig und so umgesetzt, wie erhofft. In Lightburn habe ich mir dafür eine Linie mit verschiedenen Längen und Winkeln erstellt. Dafür habe ich mir die Länge
und den Durchmesser vom Pin genommen und 5 Linien in Winkel unterteilt, die zusammen nur die Gesamtlänge des Holzpins ergeben dürfen. Die erste und zweite haben den gleichen Winkel, aber unterschiedliche Längen. 3 bis 5 sind gleich lang, verändern aber ihren Winkel. Setzt man die Linien nun aneinander, ergibt sich die Linie für die Wicklung der Spirale. Eine exakte horizontale oder vertikale Linie würde als Ergebnis nur einen Strich oder einen Ring hervorbringen. Kugelschreiber. Auf einem Parkplatz fand ich vor vielen Jahren einen überfahrenen Holzkugelschreiber. Ich fand ihn dennoch schön und nahm ihn mit nach Hause. Mit dem Maßband messe ich mir wieder Länge und Radius des zu gravierenden Platzes aus und passe mein Motiv in Lightburn der Größe an. Mein Fazit: Ich glaube, ich graviere nur noch rund. Die Genauigkeit beim Holzpin hat mich überzeugt. Die Abstände sind auch gemessen sehr exakt. Für mich bedeutet es, dass die Walzen den Pin in Y-Achse gleichmäßig drehen, synchron zur X-Achse. Der Kugelschreiber wirkt jetzt noch edler, auch wenn ich das leider mit meiner Kamera nicht so gut einfangen kann. Und auch wenn er etwas oval gefahren wurde, haben die Walzen ihn perfekt rotieren lassen. Und in meinem Schrank stehen ein paar gekaufte gravierte Gläser. Aber meinen kleinen Drachen auf meinem Trinkglas, das ist nochmal was ganz anderes. Und ganz ehrlich, meine Gravur ist besser. Und damit ihr nicht traurig sein müsst, wer mein Glas haben möchte, darf natürlich gerne in den Kommentaren bieten. Ein echter Dragon Cut. Ich kann mir ja neue machen. Und zum Schluss, da bald Ostern ist, habe ich noch ein kleines Ei für euch. Mein dickes Dragon Cut Danke geht heute direkt an Sculpfun. Danke. Ich habe jetzt jede Menge Ideen gesammelt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr mehr sehen mögt, abonniert mich. Bis bald. Ich freue mich. Dicke Dragonküsschen.